Radstraßen in Kirchheim Teil 2. Eine Verbindung von Süden nach Norden. Fahrradstraßen in Kirchheim. Ja, Kirchheim hätte großes Potenzial für Fahrradstraßen. Es fehlen durchgehende Verbindungen in Nord-Süd-Richtung und in Ost-West-Richtung. Es fehlt eine brauchbare Verbindung um den Alleenring. Es fehlen akzeptable Verbindungen in die Wohngebiete. Es fehlen schnelle Radwege zu Schulen und Einkaufszentren. Kirchheim könnte beste Voraussetzungen für den Radverkehr bieten, verweigert sich aber beharrlich. Die Bismarckstraße ist Beispiel für eine Ost-West-Verbindung mit großem Potenzial. Schon heute ist dort 10-mal mehr Rad- als Autoverkehr. Die Bismarckstraße habe ich in Teil 1 schon vorgestellt. Abonnenten unter euch wissen natürlich längst, wovon ich rede. Den anderen verlinke ich den Film in der Infoleiste. Also, Daumen hoch und lass dein Abo da. Das kostet nichts und ist nicht umsonst. Quer durch die Stadt ein etwas längerer Ausflug. In süd-nördlicher Richtung, also der Verbindung zwischen Lenninger Tal und weiter Richtung Schlierbach, Göppingen oder Richtung Wendlingen, stellt sich die Situation nicht so eindeutig dar. Wir machen einfach mal das Experiment. Ich komme also beispielhaft aus südlicher Richtung, also aus dem Lenninger Tal, und fahre aus Richtung Dettingen kommend den ganz normalen Radweg Richtung Kirchheim. Noch vor der Autobahnbrücke muss man die Straße überqueren, um nicht in der falschen Richtung zu fahren. Das ist mangels entsprechendem Übergang zeitweise sehr gefährlich. Weiter auf der Dettinger Straße ist der Radweg rechtsseitig nicht durchgängig als solcher zu erkennen. Das Quartier an der Wollspielerei wurde zwar neu gebaut, aber einen Radweg hat man offensichtlich vergessen oder ignoriert. Zeitweise fahre ich also auf dem Gehweg, obwohl das wahrscheinlich nicht erlaubt wäre. Unten an der Kreuzung beim Polizeirevier endet der Radweg plötzlich und wieder muss ich die Straße überqueren, um nicht im Autoverkehr unterzugehen. Natürlich ohne sicheren Übergang und ohne alles. Jetzt wird es eng. Es gibt nur noch einen kombinierten Rad- und Gehweg, linksseitig, mit Gegenverkehr im Gegenverkehr. Zwischen Blumenkübeln, Fußgängern, Ein- und Ausfahrten tastet man sich so durch bis zum Geiserplatz. Hier hat man den Radverkehr entweder bewusst ignoriert
oder man hat ziel- und planlos umeinander geschustert, ohne Konzept oder Idee. Keiner der Planer scheint diese Kreuzung jemals selbst befahren zu haben. Über die Bettelampel geht es weiter Richtung Fußgängerzone. Nach der Zählstelle, die an manchen Tagen mit beeindruckenden Zahlen zum Radverkehr aufwarten kann, kommt die berüchtigte Kirchheimer Falle. Gleich ab dem Beginn der Fußgängerzone ist Radfahren verboten. Kirchheim ist eine der letzten Städte, die Radfahrenden diese böse Falle stellt. Auf der ganzen Welt pflegen vernünftige Menschen einen vernünftigen Umgang miteinander. Nur in Kirchheim ist das scheinbar nicht erwünscht. Jedenfalls müssen Radfahrende durch enge Gässchen außenrum und kommen nicht in den Genuss der schönen Marktstraße mit ihren vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Stattdessen jammern die Einzelhändler über ihren miesen Umsatz und trauern um den brüllenden Autoverkehr, der sich früher durch die Marktstraße gequält hat. Ja, manche Menschen sind in ihrer eigenen Blödheit gefangen. Jedenfalls quälen wir uns außenrum. Vorbei am Marstallgarten, über den Schlossplatz mit dem Schloss, vorbei am alten Forstamt, über den Krautmarkt, zum Max-Eid-Haus mit Spital und Kornhaus, über Martinskirche und Dekanatsgebäude, zum nördlichen Ende der Marktstraße. Ja, Kirchheim hat viel Schönes zu bieten. Einen mittelalterlichen Stadtkern, wunderschöne Gebäude, viel Geschichte, tolle Einkaufsmöglichkeiten. Nur mit dem Rad ist man halt unerwünscht. Wir überqueren den Alleenring Richtung Norden beim ehemaligen Gebäude des Techboten, der Kirchheimer Lokalzeitung. Ein vernünftiger Übergang fehlt hier natürlich auch, aber in der Mitte der Kreuzung hat man einen super gefährlichen Radweg gemalt. Und immerhin wurde die üble Bordsteinkante gegenüber vor kurzem abgesenkt und entschärft. In der Herdfeldstraße teilt sich der Radverkehr. Richtung Wendlingen oder Blochingen geht es links weiter entlang der Lindach. Richtung Schlierbach und Göppingen geradeaus zum Ziegelwasen. Radinfrastruktur ist hier kaum noch zu entdecken. Aber am Kreisverkehr der L 1200 gibt es einen brauchbaren Übergang Richtung Sonnenwiese und Schafhof. Aufpassen muss man hier trotzdem, denn viele Autofahrer haben keine große Lust, nach dem Kreisverkehr auch noch Fußgängern oder Radfahrern Vorfahrt zu gewähren. Wir fahren weiter Richtung Schafhof und Sonnensee. Das war es also, unser Süd-Nord-Experiment quer durch Kirchheim. Um das Potenzial zu erkennen, muss man keine Verkehrswissenschaften studiert haben. Das sieht man auf den ersten Blick oder kann es am eigenen Leib erfahren.
mit dem Fahrrad. Schade, dass man keine große Lust zu haben scheint oder nicht den Mut hat, etwas zu ändern. Um etwas zu ändern, müsste man den exzessiven Autoverkehr an wenigen Stellen etwas eingrenzen. Dazu braucht man keine rote Farbe, sondern ein Konzept und etwas Mut. Beides scheint nicht vorhanden, aber rote Farbe ist billig. Offenbar scheint man in Kirchheim die Zeichen der Zeit nicht zu erkennen und will lieber weiter mit dem Auto gegen die Wand fahren. Danke, dass ihr dabei wart. Daumen hoch und denkt an das Abo. Tschüss, bis zum nächsten Mal.